Freunde, es ist endlich soweit. Jetfliegen in Battlefield 6 und es ist wie damals in Battlefield 3. Es ist einfach nur geil. Let's go. Ich bin der Aimfuchs und tatsächlich ein alter Battlefield 3 Jet-Veteran und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, euch zu einem besseren Spieler zu machen. Heute geht es um alle Grundlagen eines guten Jetpiloten, damit ihr schon bald den Luftraum dominiert. Let's go. Okay, let's go. Wir fangen an mit der Jet-Einführung. Es gibt zwei Arten von Jets in Battlefield 6. Das sind einmal die Attack-Jets, deren Primärziel ist es, die Bodenziele aus dem Weg zu räumen, und die Fighter-Jets, deren Primärziele sind es, dann eben die Luftziele aus dem Weg zu räumen. Beide haben eine Kanone und diese ist besonders gut für feindliche Jets und Helis geeignet. Nur der Attack-Jet hat Raketen, die sogenannten Air-to-Ground, also ATG-Missiles, mit denen man ebenfalls gut Panzer aus dem Weg räumen kann. Die kann man übrigens auch nach unten, rechts, links oder hinten abschießen, wenn man sich umguckt. Man muss also nicht im Sturzflug auf den Panzer fliegen. Die Bomben haben dann wieder beide, wobei die auch etwas unterschiedlich sind. Und die sind eben gut auch für Panzer und Infanterie. Erste Jets, so wie beim Heli, sind dafür da, um eben feindliche Raketen abzulenken. Der Fighter Jet hat noch das sogenannte Thrust Vectoring. Hier gibt es einen Trick, um sehr enge Kurven zu fliegen. Dabei muss man die Nase voll hochziehen, dabei den Nachbrenner gedrückt halten und auch gleichzeitig bremsen. Das hat aber noch nicht so einen richtigen Vorteil, außer dass man damit sehr enge Kurven fliegen kann. Aber das wäre etwas fürs fortgeschrittene Video. Also wenn ihr wollt, bleibt dran, abonniert den Kanal, das kommt dann schon bald. Wir gehen weiter zu den Grundlagen der Steuerung des Jets in Battlefield 6. Wie bei einem echten Flugzeug haben wir die drei Achsen Pitch, Yaw und Roll, wie man in dem Bild im Hintergrund sehen kann. Yaw ist diese Achse, die man in der Realität mit den Pedalen drücken würde, und Roll, also diese Achse, und Pitch, Nase hoch und runter, macht man eben im Joystick. Battlefield 6 hingegen alles mit Maus und Tastatur. Und wir machen weiter mit den Instrumenten des Jets in Battlefield 6, und ich mache das ja auch bei meinen Coachings immer als Vergleich. Auch als Soldat muss man ja einen Instrumentencheck machen, das kommt vom Piloten sein. Das habe ich damals im Bewerbungsverfahren auch selbst gelernt. Man muss immer regelmäßig auf die Instrumente gucken, als Soldat eben aufs Radar, Munition bzw. Minimap. Und bei den Jets ist das auch wichtig. Und die müssen wir natürlich erstmal verstehen. Wir haben links die Geschwindigkeit, die uns hier angezeigt wird. Es gibt keine Einheit, ich weiß nicht, ob das jetzt Knoten oder Kilometer pro Stunde sind. Die werden einem auf jeden Fall links angezeigt. Das wird später im Luftkampf auf jeden Fall noch wichtig. Und rechts wird die Höhe angezeigt. Das ist vielleicht etwas weniger wichtig. Wir haben natürlich auch einen künstlichen Horizont und eben auch den Kompass, den wir ja auch oben haben, wenn wir als Soldat rumlaufen oder in der Third-Person-Perspektive sind. Und jetzt endlich können wir natürlich auch die Karte im Jet öffnen. Das wird auch nochmal später wichtig bei den Einstellungen. Ihr seht aber auch in den Instrumenten den Waffenstatus. Also ob die Waffe oder die Flare ready ist oder ob die gerade noch auflädt, weil ihr die eben kurz bevor genutzt habt. Und dann gibt es noch was ganz Wichtiges. In der Mitte diesen runden Kreis, das ist der sogenannte Predicted Impact Point. PIP, also Englisch. In der Pilotensprache spricht man sowieso immer Englisch, deswegen Predicted Impact Point. Und der ist für den Luftkampf ebenfalls sehr wichtig, denn der zeigt ja in Kurvenflügen an, wo du hinzielen musst, um dein Gegenüber zu treffen. Und bevor wir in die entscheidenden Tipps und Tricks kommen, die euch den entscheidenden Vorteil im Luftkampf bringen, müssen wir erst die Settings vornehmen, und die sind bei den Luftfahrzeugen bzw. beim Jet wirklich sehr wichtig. Also macht das jetzt unbedingt mit. Wir gehen unter Tastatur und Maus in die Kontrolleinstellungen der Fahrzeuge zuerst auf Bearbeiten. Und da fangen wir an mit Flug invertiert Luftfahrzeug. Das ist bei mir aus. Das bin ich so von früher gewohnt. Ist für mich einfach intuitiv. Kann ich empfehlen. Man kann es aber natürlich auch andersrum so lassen. Kamerarolle, Third-Person-Sicht ist auch ein bisschen Präferenz. Also wenn du in der Third-Person-Sicht bist, dann bleibt deine Kamera gerade und rollt nicht mit dem Flugzeug mit. Man kann beides spielen. Ich finde aus eigentlich schon empfehlenswert. Einheitliches Zielen Fahrzeuge habe ich auf ein. Wir scrollen weiter runter, und das ist auch nochmal wichtig. Fahrzeug Boost. Also wenn ihr den Nachbrenner zündet, auf Halten. Das heißt, ich muss die Umschalttaste halten.
Das ist wichtig, um nachher die Geschwindigkeit halten zu können, weil wenn ihr einmal tippt, dann zieht ihr einfach die ganze Zeit den Nachbrenner durch. Das wollt ihr nicht. Ihr wollt das ja dosieren können. Also auch eine sehr wichtige Einstellung. Wir gehen wieder einen Schritt zurück auf Tastatur und Maus und dann auf die Tastenbelegung Luftfahrzeuge bearbeiten. Oben aus Fahrzeug aussteigen habe ich auf B anstatt E. Wenn es auf E ist, könnt ihr da vielleicht aus Versehen entgegenkommen im Luftkampf und so gewinnt ihr auf keinen Fall den Luftkampf. Also macht das auf jeden Fall. Große Karte habe ich bei mir auf der Feststelltaste, also die Taste über der Umschalttaste. Das habe ich zum Beispiel auch in anderen Spielen so, dass ich einfach schnell die Karte öffnen kann. Auf M, da komme ich halt einfach schlecht dran. Und ich will da schnell rankommen können, weil die große Karte mal zwischendurch zu öffnen, ist nicht nur als Jetpilot, auch als Soldat durchaus sinnvoll, um einfach das ganze Spielgeschehen besser verstehen zu können. Das habe ich ja in meinem letzten Video erklärt, wo ich auch einen Einsteigerguide allgemein für Battlefield gebe. Schaut da unbedingt vorbei. Wenn wir dann weiter runter scrollen, habe ich Nase hoch auf Leertaste gelegt. Hier kommt es jetzt drauf an, also Nase hoch auf Leertaste, wenn ihr das mit dem Inventiert vorhin, was ich gesagt habe, andersrum eingestellt habt, kann sein, dass ihr dann Leertaste auf Nase runtersetzen müsst. Das ist auch eine sehr wichtige Einstellung, die ihr unbedingt braucht, damit ihr konstante, enge Kurven im Luftkampf fliegen könnt. Bei der freien Sicht weiter unten habe ich das auf die Maus 5-Taste gelegt. Das ist auch wichtig, dass ich nicht meine WASD-Tasten verlassen muss und auch den Nachbrenner und so weiter in Ruhe bedienen kann und nicht dann noch extra irgendwie mit irgendeinem Finger ja diese Bewegungssteuerungstasten verlassen muss, um mich umzusehen. Deswegen habe ich das auf die Maus gelegt. Auch das ist sehr empfehlenswert. Ganz unten habe ich persönlich noch den Ausrüstungsslot 2 auf X gelegt. Das ist Flares ziehen und den ersten auf 3, dann habe ich alle Waffen auf 1, 2, 3, also die ich dann entsprechend durchswitchen kann. Wenn ihr wirklich noch blutige Anfänger seid, was das ganze Jetfliegen angeht, dann lohnt es sich natürlich auch erstmal außerhalb eines Multiplayer-Servers das ein bisschen zu trainieren und dank Portal gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, unter anderem im Community-Tab könnt ihr auf Ace Pursuit klicken und das Ganze dann auf Spielen bzw. auch selber hosten. Da stand ja auch Host, könnt ihr auch machen. Und dann kommt ihr in so einen Übungsserver und da könnt ihr so eine Art Rennen fliegen, indem ihr ja gegen andere so eine Art, ja, wie man hier auch sieht, Rennen fliegt und da kriegt ihr einfach ein ganz gutes Gefühl dafür, wie man sowas fliegt und da könnt ihr natürlich auch eure Steuerung mal testen und einfach ein bisschen warm werden zwischen der Außenperspektive und dem Cockpit wechseln und euch auch vielleicht mal umschauen dabei, ob einer hinter euch ist, also alles so ein bisschen trainieren, das würde ich euch empfehlen. Alternativ könnt ihr aber auch auf Community runterscrollen, bis dort Erlebnis suchen steht und Fatal, das ist ein Server, ein Trainingsserver, den ich jetzt mal gefunden habe, den ich mal probiert habe. Da sind dann eben verschiedene Jets zur Verfügung, wo man auch super üben kann. So sieht das Ganze dann aus. Ihr habt dann hier halt ja sozusagen sehr viele Jets zur Verfügung und seid alleine oder auch nur Bots und könnt einfach ganz in Ruhe euer Ding machen, ganz in Ruhe enge Kurven fliegen, alles austesten, alle Waffen testen, also ganz in Ruhe vorgehen in entspannter Umgebung und in Ruhe eben trainieren. Und jetzt sind wir bei den Tipps und Tricks angekommen, die euch sicher den Einstieg erleichtern werden. Erster Tipp: Jets, feindliche Jets sind euer schlimmster Feind und immer das Ziel Nummer 1. Ihr müsst immer versuchen, erst alle feindlichen Jets zu zerstören, dann könnt ihr euch auf andere Sachen konzentrieren, Helis, Anti-Air, Panzer, Infanterie. So grobe Faustregel, so war es damals in Battlefield 3 auch schon, auf jeden Fall immer erst die Jets, dann die Helis, vor allem den Kampfheli, dann die Anti-Air und dann erst andere Panzer bzw. Infanterie. So habe ich es so habe ich es immer gemacht. Dann ist es sehr wichtig, dass ihr euch immer einen Überblick verschafft. Besonders wenn ihr gerade spawnt und startet, müsst ihr erstmal wissen, sind feindliche Jets da, sind feindliche Helis da. Hier bietet es sich immer an, entweder sehr hoch zu fliegen oder sehr tief zu fliegen oder hinter Deckungen, also hinter Bergen, auch etwas weiter außerhalb der Map zu fliegen, um erstmal sich dabei dann umzuschauen aus der Third-Person-Sicht, um sich eben einen Überblick zu verschaffen. Auch die Karte zu öffnen und aufs Radar zu schauen, spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Aber auch, wenn ihr im Squad spielt, redet mit euren Mates. Sagt denen, ja, habt ihr feindliche Jets gesehen? Wenn ja, könnt ihr mir die bitte ansagen bzw. auch markieren. Wenn ihr dann in einem Zweikampf seid oder alle Jets eliminiert habt,
Da müsst ihr auch so mit der Zeit, ist schon was fortgeschrittener, aber so ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, wie lange es jetzt dauert, bis der feindliche Jet wieder spawnt. Weil in der Zwischenzeit habt ihr dann eben die Zeit, um euch für Helis oder Anti-Air zu interessieren, beziehungsweise Panzer und Infanterie. Tut mir einen Gefallen, macht kein Jet-Spawn-Kill und klaut auch nicht die feindlichen Jets, wobei das geht, glaube ich, sowieso nicht, weil es gibt eine automatische Anti-Air auf deren Flugplatz, was gut ist. Aber jetzt wartet nicht die ganze Zeit, bis der wieder hochkommt und seid direkt hinter ihm. Versucht so ein bisschen fair zu bleiben, was das angeht. Im direkten Zweikampf, hatte ich ja schon gesagt, ist es sehr wichtig, die Geschwindigkeit zu halten. Ich hatte auch gesagt, wo ihr die Geschwindigkeit sehen könnt. Deswegen, das ist eine Sache, die man auch dann offline oder auf entsprechenden Servern, da komme ich gleich zu, sehr gut trainieren kann. Also die 340 einzuhalten, wenn man hochfliegt, verliert man ja an Geschwindigkeit, während man dann runterfliegt, die Geschwindigkeit zunimmt. Also muss man da arbeiten mit Beschleunigen, Bremsen und auch dem Nachbrenner so ein bisschen mitarbeiten. Wenn man aber in der Third-Person-Perspektive ist, was eigentlich besser ist im Zweikampf, weil man dann den gegnerischen Jet besser verfolgen und sehen kann, hat man aber die Geschwindigkeitsanzeige nicht. Deswegen muss man dann auch ab und zu die Kamera wechseln, also zwischen Cockpit und Außenperspektive, um immer die Geschwindigkeit so ein bisschen im Auge zu behalten. Aber je besser man wird, je mehr man das trainiert, dann kriegt man das nachher fast hin, ohne auf die Geschwindigkeit zu gucken, weil man genau weiß, wenn man runterfliegt, muss man bis zu dem Punkt bremsen, wenn man dann hochfliegt, muss man bis zu dem Punkt den Nachbrenner drücken. Wenn man Kreise horizontal fliegt, man entwickelt halt einfach ein Gefühl dafür, aber für den Anfang versucht so ein bisschen diese Geschwindigkeit mal zu halten und geht vielleicht sogar auf einen Server offline oder hostet einen eigenen über Portal, ja, wo ihr das dann trainiert. Ihr könnt dann auch in dem Luftkahn so ein bisschen auf die Sounds achten. Also wenn ihr euch gegenseitig umkreist und jeder versucht hinter den anderen zu kommen, dann hört ihr ja, während man das macht, ob ein Jet relativ knapp an einem vorbeifliegt. Und dann wisst ihr, okay, er ist noch da, er ist noch dran. Wenn ihr dann zusätzlich noch Schüsse hört, also diese Salve, das hört man, diese, ne? Wenn einer schießt, ein Jet schießt, dann wisst ihr, oh je, der hat mich wahrscheinlich, oder ist mehr hinter mir als ich hinter ihm. Hat mich aber noch nicht getroffen, aber ich war schon in seinem Sichtfeld. Da kriegt man so ein Gefühl dafür, wie der Status in dem Zweikampf gerade ist. Wenn ihr natürlich dann noch kurz getroffen werdet, nur kurz, nicht voll, dann ist es ein Zeichen dafür, dass ihr nur ganz kurz halt in seinem Sichtfeld wart, aber gerade im Nachteil seid. Also müsst ihr da vielleicht andere Manöver fliegen. Aber auch dazu im fortgeschrittenen Video dann mehr, wenn ihr wollt. Und dann gibt es noch einen ganz wichtigen Anfängertipp, und zwar die Flares. Die muss man im richtigen Moment zünden. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht. Wir sehen, ich fliege in der Third-Person-Perspektive und hier unten steht in Gelb Ziel erfasst. So, jetzt steht hier erfasst und auch der Sound im Hintergrund, der Piepton war ja erst so piep, piep, piep und jetzt piep, 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 ist schon ein bisschen schneller geworden. Jetzt hat mich jemand erfasst. Ich weiß es ja nicht, ob es eine Anti-Air ist oder ein Soldat unten mit irgendeiner Stinger. Auf jeden Fall bin ich jetzt eingeloggt und er müsste jetzt nur noch drücken, um die Rakete loszuschicken und viele warten dann halt, bis du die Flares ziehst, um die rauszulocken und schießen dann erst die Rakete los. Also macht den Fehler nicht. Wenn dort rot erfasst steht, heißt es nicht, dass die Rakete schon im Anflug ist, sondern dann müsst ihr noch einen Schritt weiter warten. Und zwar jetzt. Jetzt steht hier Rakete im Anflug und der Sound hat sich auch nochmal geändert. Jetzt ist die Rakete im Anflug und jetzt könnt ihr die Flare ziehen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wann ihr die Flare zieht. Ich habe die jetzt hier direkt gezogen, weil ich da ziemlich mittig, das sieht man hier unten in der Map, über der Karte in Firestorm war. Und ich davon ausgegangen, das muss irgendwo unter mir sein. Das heißt, die Rakete ist oder hat keinen weiten Weg bis zu mir und ist also schnell da, muss ich mich also beeilen. Bin ich aber etwas weiter weg, kann ich die Flares auch ein bisschen später ziehen, um einfach dann schon mal ein bisschen Zeit rauszuholen, um Distanz zu gewinnen und nicht Gefahr zu laufen, dass ich die zu früh ziehe und dann vielleicht noch jemand anders mich wieder erfasst und eine zweite Rakete rausschickt, wofür ich dann aber keine Flares mehr habe. Ansonsten, wenn ihr keine Flares habt, ist mir aufgefallen, dann ist es sehr gut, wenn ihr hinter Deckungen fliegt, hier auf Firestorm. Am Spawn ist ja so ein Berg, da schnell um die Ecke fliegen, das kann eine Rakete abhalten, dass ihr grundsätzlich den Nachbrenner zieht und schnell fliegt und auch tief fliegt, um sozusagen unter dem Radar zu fliegen. Und dann kann es auch schon mal sein, dass die Rakete euch nicht trifft. Wobei beim Tieffliegen müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil wenn sie euch dann trifft, dann kann so eine Art Spin-Out passieren. Ihr werdet dann getroffen, fangt euch an zu drehen, seid dann nicht direkt tot, aber der wird kurz unkontrollierbar. Versucht dann einfach erstmal, der zieht dann nach links, der rollt nach links, versucht dann mitzurollen und eine Rolle zu machen und dann den so wieder abzufangen. Weil
Gegensteuern ist dann schwer und wenn ihr natürlich dann tief liegt, dann seid ihr schnell im Boden. Also ihr könnt dann auch von mir aus ganz steil nach oben fliegen, dann hättet ihr bei so einem Spin-Out wiederum mehr Überlebenschancen. Da muss man so ein bisschen ein Gefühl für entwickeln, aber das finde ich gerade auch selbst noch raus. So, und dann sind wir bei weiteren Tipps für Bodenziele für den Einstieg und der Fighter Jet hatte ja die Kanonen und die Bomben wie anfangs erklärt. Und wenn ihr auf einen Panzer, sage ich mal, im Sturzflug fliegt, dann könnt ihr erst die Kanone benutzen, um ihnen schon mal ordentlich Schaden hinzuzufügen. Und als zweites könnt ihr dann die Bomben ziehen. Und der Fighter Jet hat genau 4 Bomben, die auch verzögert gesetzt werden. Und da müsst ihr auch jedes Mal für klicken. Und die werden dann aber auch unten wieder Stück für Stück aufgeladen. Also es lädt nicht einmal auf und ihr habt dann wieder alle 4. Das ist wichtig zu wissen. Bei dem Attack Jet hingegen, der ist eben besser für Bodenziele geeignet. Da könnt ihr alle 3 Waffen nutzen. Also die Kanone, die ATGs und die Bomben. Ich mache es dann so, ich fliege auf den Jet zu und schieße vielleicht schon mal 1, 2 Salven. Wenn ich eine gewisse Distanz, also die Erfassungsdistanz erreicht habe, dann ziehe ich die ATG und die schicke ich dann auch schon raus. Und dann gehe ich wieder auf die Kanone und mache ihm möglichst viel Schaden, bis ich in der Reichweite für die Bomben bin. Und zum Schluss setze ich dann noch die Bomben drauf und ziehe dann hoch. Und dann kannst du tatsächlich in einem Anflug auch einen Tank komplett auseinandernehmen. Wenn ihr Bodenziele angreift oder auch den Heli angreift, dann lohnt es sich schon ein Stück weit auch langsamer zu fliegen, also zu bremsen, weil das verschafft euch jetzt endlich mehr Zeit. Aber auch nicht zu langsam, beziehungsweise immer die Gefahr, weil je langsamer ihr seid, desto ein einfacheres Ziel seid ihr halt auch für Infanterie, selbst mit RPG oder Panzer, auch Tanks, oder eben auch für die feindlichen Helis und die Jets sowieso. Wenn ihr dann schon ein bisschen fortgeschritten seid und ihr wollt Infanterie beschießen, dann würde ich sowieso immer in die Cockpit-Perspektive gehen und dann auch nochmal Rechtsklick gedrückt halten, sodass du weiter reinzoomst, also mehr siehst. Und im Optimum, oder es ist fast Voraussetzung, sollte Infanterie auch markiert sein von euren Kollegen, also auch da mit eurem Squad immer absprechen. Und dann habt ihr ja diese Raute, diese rote Raute über dem Feind. Ihr seht den Körper oft aber nicht, aber die Raute schon. Und so als Faustformel kann man sagen, der Körper ist halt immer unter der roten Raute und zwar so ungefähr so 1 Zentimeter, würde ich mal so vom Gefühl her sagen. Also wenn ihr den Körper selbst nicht seht, dann aimt einfach auf die Raute und dann 1 Zentimeter drunter und dann könnt ihr Glück haben, ihn trotzdem zu treffen. Wenn ihr in so einem Sturzflug seid, egal ob Infanterie oder Boden, dann habt immer eure Umgebung im Blick und zieht lieber ein bisschen zu früh ab und verzichtet auf den Kill als zu spät, weil oft passiert es halt, dass man dann auch schon mal in irgendeinem Pfosten oder in einem Haus landet. Übrigens, Stromleitungen sind da kein Problem, Bäume auch nicht so das große Problem, aber so metallische Pfosten sind meistens immer der sichere Tod. Und ansonsten eine sehr gute Anti-Air ist immer ein Dorn im Auge eines guten Jetpiloten, also kümmert euch da auf jeden Fall drum und sprecht euch da auch mit euren Mates ab, falls ihr im Squad unterwegs seid. Und versucht die entweder zu meiden oder direkt zu zerstören. Wenn ihr dann mal getroffen seid, aber nicht down seid, dann müsst ihr euch natürlich reparieren. Und der Strich, der sozusagen, es gibt ja mehrere Striche und der letzte Strich, der heilt sich immer selbst mit der Zeit. Wenn ihr aber mehr Reparatur wollt, dann müsst ihr zurück zu eurem Flugplatz fliegen. Da gibt es auch dieses Symbol. Könnt ihr dann auch die Karte öffnen und euch vielleicht sogar markieren und dann dahin fliegen. Einmal drüber fliegen im Prinzip und dann repariert ihr auch sofort. Das ist also wichtig zu wissen. Und der zweite Trainingspfad des Pioniers hat auch eine passive Reparatureigenschaft. Das bietet sich also auch für Jetpiloten dann für die Zukunft auf jeden Fall an, als Pionier mit diesem Trainingspfad eben in den Jet zu starten. Also ich denke, ich habe euch jetzt wirklich sehr hilfreiche Tipps gegeben, damit ihr perfekt einsteigen könnt, perfekt starten könnt und wirklich zu einem guten Pilot werden könnt in kurzer Zeit. Und wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da. Ihr seid auch herzlich eingeladen, unseren Discord zu joinen. Wir sind eine große, nette Community, die einfach gern zusammen zocken, egal ob gut, schlecht, jung oder alt. Und wenn du noch mehr Einstiegstipps zu Battlefield brauchst, allgemein, dann empfehle ich dir jetzt unbedingt dieses Video.